ab 43.900 Euro. Klare Ansage steht hier. Ihr habt ein ganz tolles Modell gemacht, das schön ausgestattet ist, aber zum Budgetpreis. Ja. Wie habt ihr das denn hinbekommen? Guten Morgen, Detlef. Ja, guten Morgen, Sven. Hallo. Ja, wir haben auch letztes Jahr gefilmt, da war Forster, es war noch alles ein bisschen teurer. Jetzt gibt es viele schöne Entry-Modelle, so kann man sagen, oder? Also das ist the real entry, weil dieser Wagen toppt preislich alles auf der gesamten Veranstaltung. Wir liegen hier um die 10.000 Euro günstiger als jedes vergleichbare Fahrzeug. Der Grundriss ist komplett neu gedacht. Den hat jemand komplett neu gedacht. Und zwar haben wir hier einfach ein ganz kompaktes Fahrzeug mit der Außenlänge 5,41 Meter. Nun denken natürlich viele, bei dem Preis steht der günstige Citroën Jumper drunter. Das ist noch nicht mal der Fall. Wir haben hier bereits serienmäßig den Fiat Ducato als Basisfahrzeug. Und der ist auch gleich ausgestattet mit der 140 PS Maschine. Der hat die Klimaanlage, die beiden Airbags, alles schon mit drin. Echt? Und Ja. das Multifunktionslenkrad auch? Auch das. Auch das auch drin? Ja, jetzt guck mal genauer hin. Ja, es ist alles komplett. Was du nicht siehst, was wir schlichtweg nicht geschafft haben vor der Messe, was auch noch im Preis mit drin ist, das ist eine komplette Faltjalousie-Verdunklung für das gesamte Cockpit vorne. Echt? Das heißt, die Rollos für die Seitenscheiben, das große Rollo, was man von unten nach oben hochzieht, was in den anderen Forster-Vans drin ist, all das ist hier serienmäßig bereits mit an Bord. Guck mal hier, der Aufbau dieses Tisches, das sieht doch nicht aus wie günstig. Das ist doch hochwertig. Das ist echt hochwertig. Das ist eine Zusatzausstattung. Wir bieten dem Kunden hier 2 verschiedene Tischmöglichkeiten. Das ist jetzt gedacht als Kompaktfahrzeug für den reisenden Geschäftsmann. Man hat hier eine Art Mobile-Office-Lösung, die will ich dir kurz mal zeigen. Bitte schön. So, diese Tischplatte lässt sich jetzt hier zu einer riesengroßen Arbeitsfläche aufklappen. Das heißt, ich habe hier genug Möglichkeiten, zum Beispiel meinen Laptop aufzustellen, meine Aktenordner hinzulegen, Dokumente auszubreiten. Also hier entsteht ein vollwertiger, größtmöglicher Arbeitsplatz, den ich als reisender Geschäftsmann vollwertig nutzen kann. Das Ganze lässt sich dann, wenn ich fertig bin, auch wieder vollständig zusammenfalten. Und hier können wir sogar in dem Schrank noch mal sehen, Arbeitslampe, Möglichkeiten, das Laptop hier an der Seitenwand zu verstauen, Aktenordner, Ladegeräte für Smartphone und Co. All das kann hier unten mit rein. Und wenn ich mit der Arbeit fertig bin, kann ich die ganze Tischplatte vollständig hochklappen und an der Seite sogar per Schlüssel sicher verriegeln. Ja, da ist ein Sicherheitsschloss drin. Richtig, du hast im Prinzip ein Wertfach innerhalb des Fahrzeugs, weil ich ja das Ganze komplett abschließen kann. Das ist doch mega. Das ist richtig mega. Und guck mal, das hier, das kannst du einklappen, oder wie geht das? Das schiebst du komplett zurück. Also der verschwindet dann voll unter dem Tisch, das heißt, da steht nichts mehr vor. Und dann ist das Ganze sozusagen bis zu dieser Oberfläche komplett wieder frei, der ganze Raum. Stark. So, da unten, da sehe ich, da ist der Gaskasten drin, oder was? Genau. Ich mache dir das mal auf, dann können wir da mal gemeinsam reinschauen. Ihr habt ja alles neu gedacht, oder? Das ist komplett neu. Normal hast du ja die Gasflasche nie in der Position. Wir wollten hinten bewusst aber viel Stauraum schaffen. Das heißt, der Kunde hat hier bereits den 10 Liter Warmwasserboiler der Firma Truma mit verbaut. Der hat jetzt natürlich einen kurzen Weg bis zur Duschkabine. Da kommt dann gleich das warme Wasser raus. Und im unteren Bereich haben wir das Staufach für die eine Gasflasche, die man noch mitnimmt. Diesel, der steht auf Dieselheizung hier, oder? Ja, das ist interessant. Dieser Wagen ist wirklich vollständig. Die Leute schauen natürlich aufs Preisschild, 43.900. Und dann denkt man, wo fehlt's denn? Und dann gehe ich rein, sehe den Ducato mit einer vernünftigen Motorisierung, sehe die ganze Cockpitverkleidung, sehe den Warmwasserboiler. Ist der neu, der Ducato, oder ist der gebraucht? Das ist ein neuer. Ich frage mal so vorsichtig. Also Kilometerstand 0, nichts refurbished, sondern wirklich ein Neufahrzeug. Guck mal hier, ist der dabei, der Dometic auch hier, oder? Der Kühlschrank, es ist alles an Bord. Du hast ja gerade über Diesel gesprochen. Dieselverbraucher gibt es auch, um das kurz vollständig zu erklären. Unten drunter haben wir die Diesel-Webasto-Heizung verbaut. Die bläst mit 4 kW hier warme Luft ins Fahrzeug. Ihr habt eine professionelle Dieselstandheizung hier eingebaut. Echt? Genau, die große Webasto, die jeder Trucker kennt, die jeder Bosch-Service bedienen kann. Das ist Ach, nochmal, du brauchst das Gas nur noch für warmes Wasser und zum Kochen, das war's. Und dann ist der Gasverbrauch auch gering, richtig? Genau, deshalb brauchen wir auch nur eine Flasche. Das heißt, die wird wirklich, so wie du sagst, hier für den 10-Liter-Boiler von Truma gebraucht und entsprechend für die Kochstelle des Fahrzeugs. Ansonsten alle anderen Verbraucher, Treibstoffheizung läuft über Diesel, Kühlschrank ist ein Kompressorgerät, läuft mit 12 Volt. Das ist, hättest du das gedacht? Nee.
Das Ich dachte, der springende Punkt ist, er hat keine Heizung, aber nee. ist absolut hüpfende Komma. Man kann natürlich, Forster ist ein großer Hersteller. Ihr seid jetzt kein kleiner Laden. Ihr habt euch auf die Fahne geschrieben, alles nochmal umzukrempeln. Und da hat die Branche lange drauf gewartet. Also Easy Entry, das bedeutet ein leichter Einstieg auch finanziell. Also das Verrückteste, was mir auf der Messe begegnet ist, das war ein nettes Pärchen, ein Surferpärchen, die kamen hierher und die hatten eigentlich den Plan, sich ein Fahrzeug selber auszubauen. Jetzt hatten die schon mal verschiedene Angebote angefragt und festgestellt, dass der nackige Transporter eigentlich so ziemlich genau das kostet wie hier das komplette Wohnmobil. Habt ihr noch was verdient? Also dem Konzern gelingt es tatsächlich noch was zu verdienen, weil das basiert hier in Großserienfertigung. Und da muss man ganz klar sagen, der Großkonzern, der das Ganze hier baut, ist die Firma Trigano. Die bauen ja im Prinzip für verschiedene Marken die Kastenwagen. Und durch die Großbestellung der ganzen Ducato-Fahrzeuge kriegen wir natürlich da entsprechende Rabatte. Gleiches gilt für die sämtliche Einbaugeräte wie Kocher, Heizung, Toilettensysteme, Kühlschränke. Also und den Rabatt haben wir alles mal zusammengefasst und hier zum Crashpreis ein super günstiges Fahrzeug auf die Beine gestellt. Youngster, mach mal bitte auf. Ihr habt da auch keine Billigware verbaut. Da ist ein ordentliches Dometic-Kochfeld drin. Und richtig cool finde ich, nur ein Einflammenkocher. Endlich! Denn ich sag mal, wir benutzen immer nur einen. Also In den meisten Fällen 1 und wenn dann vielleicht mal 2, wenn man noch die Nudeln kocht. Aber den finde ich auch super praktisch, weil man kann ihn ja auch gleich so sauber machen. das ist total klasse. Du kannst da reinigen da drin und du brauchst einfach nichts Größeres. Also in der Praxis kann man sich ja noch einen kleinen Kocher mitnehmen, den man nach außen bringt. Wenn ich da mal ganz groß koche, da muss ja sowieso hier drinnen nicht groß gekocht werden. Ich meine, um was geht es denn letztendlich? Man macht vielleicht mal Nudeln warm, man macht ein paar andere Sachen. Der Rest ist doch außen. Finde ich genauso, ja. Ach so, das Bedienfeld ist auch mit drin, hier im Preis? Natürlich. Sven, pass auf, wir haben 2 Punkte hier ein bisschen reduziert. Du hast es schon gesehen, der eine Kocher hier auf der Seite. Ich fahre auch total viel mit dem Kastenwagen rum und mir geht es genauso, wie du das sagst. Ich nutze im Prinzip immer nur eine Flamme. Der Kunde hat hier die Möglichkeit, sich noch so einen mobilen Kartuschenkocher mitzunehmen. Die gibt es ja mit dieser Haarspray, flaschengroßen Gaskartuschen an der Seite. Kostet 29 Euro. Kostet beim Thomas Philips 20 Euro, habe ich gerade gesehen. Die Kartuschen kriegst du an jeder LKW-Raststätte europaweit, weil jeder Trucker hat diesen Kocher an Bord. Und das Schöne ist, wenn ich noch so einen Kartuschenkocher mitnehme, alles, was richtig brutzelt, mache ich natürlich nicht im Auto, sondern nehme dafür den Campingtisch und stelle das draußen vor die Tür. Und wenn noch diesen kleinen runden Ofen draufstellst, hast du auch noch einen praktischen portablen Ofen mit dabei. Genau. Der reicht ja auch auf einer. Kinder, ich muss mich gerade mal setzen. Ich kann es alles nicht glauben, was hier gerade passiert. Und jetzt kommt es noch besser. Normalerweise kannst du auf 5,40 Meter nicht ordentlich schlafen und auch nicht ordentlich duschen. Auch da habt ihr für gesorgt. Ihr habt so viel Platz hier drin, indem ihr die Sitzbank weggelassen habt. Das heißt, wir haben hier ein 2-Personen-Auto, korrekt? Für Städtereisen. Ganz genau. Genial, oder? Ja, aber wir denken auch, dass die Leute, die jetzt ein 5,40 Meter Fahrzeug nutzen, dass die natürlich jetzt hier nicht mit 4 Leuten das Fahrzeug für den Urlaub nehmen, sondern dass es eher ein Zweisitzer wird. Dadurch sparen wir natürlich Gewicht, Einbaukosten und der Kunde kriegt entsprechend einen super günstigen Preis. Guck mal hier drüber, Can. Da ist noch ein Riesenfach und was mir direkt aufgefallen ist, die Beschläge aus Metall. Schau mal hier drunter. Die ganzen Schlösser aus Metall. Du hast ordentliche Scharniere drin. Das heißt, ihr wollt auch später im After Sales auch keinen Ärger, habe ich das Gefühl, oder? Was auf der Hammer hier auf der Messe Stuttgart, für jedes Fahrzeug, was der Kunde hier mitnimmt, gibt es immer eine Vollgarantie. Und zwar nicht die üblichen 2 Jahre, so wie das Gesetz das mag. Wir satteln nochmal 3 drauf. Das heißt, wenn ihr hier ein Fahrzeug mitnehmt, kriegt er die vollen 5 Jahre Garantie. 5 Jahre? 5 auf alles. Und zwar nicht nur auf das Fahrzeug, sondern auf den gesamten Ausbau. Nur hier auf der Messe oder generell? Na, das machen wir jetzt als Schnäppchenaktion Okay. auf der Messe, um die Leute noch mal ein bisschen zu triggern, dass sie wirklich sagen, Ja. hier passt alles, hier funktioniert alles. Wir wissen, dass es funktioniert, aber so weiß es der Kunde auch, wenn wir sagen, ihr kriegt 5 Jahre gratis Vollgarantie auf die Fahrzeuge. Das Coole dabei ist, ihr habt, glaube ich, schon einen verkauft, richtig? Wir haben schon ein paar verkauft, nicht nur den einen, und wir haben am 3. Tag keine Broschüren mehr gehabt. Das war echt der Hammer. Also die ganzen Kartons, die wir mitgenommen haben und wo wir dachten, das langt für die ganze Messe, es hat nicht gelangt. Wir mussten sehen, dass wir nochmal Broschüren organisieren, weil die Leute haben die Infos wirklich ständig mitgenommen hier. Die Dusche, du bist ein großer Mann. Wie groß bist du? Ich bin 1,86. 1,86. Zeig mal bitte, wenn du mal reingehst. Kannst du das machen für mich? Klar. Pass auf, hier wieder Metallschloss, richtig stabil, kein Plastikkrempel. Wir gehen mal rein und gucken dort.
Halt mal kurz die Kamera rum. Auch das ist erstaunlich. Wir bauen statt der erwarteten Plastikarmaturen, bauen wir hier richtige Edelstahlarmaturen rein, wie man das von zu Hause kennt. Der Grund ist folgender. Der Wagen hat nicht die übliche Billigpumpe wie im Wohnwagen, so eine Plastikpumpe. Ihr habt eine Druckwasserpumpe? Da ist eine Druckwasserpumpe direkt mit drin. Also keine Tauchpumpe wie aus einem Wohnwagen? Das kannst du dir bei anderen Kollegen angucken. Das ist bei uns alles aus Metall, sowohl die Pumpe als auch die Armaturen. Steig mal rein, bitte. Ich will mal gerade, großer Test. Das ist jetzt natürlich das Maximum, was geht. 1,86 Meter mit Schuhen. Mit Schuhen. Mit Schuhen. Das heißt, du bist 1,90 Meter, kannst drin stehen, hast eine Tedford, eine namhafte Toilette drin, keine China-Kopie. Habe ich auch schon gesehen. Also wenn die versuchen, irgendwie billig zu werden. Ist die Kleiderstange mit drin im Preis? Die Kleiderstange haben wir hier als Paketangebot mit drin. Der Kunde kann also sagen, wenn ich hier die stabile Metallstange noch mit rein haben will, kann man so ein Launch-Paket kaufen. Da ist das mit inbegriffen. Das ist einfach der Vorteil, ich kann diesen Raum noch als Kleiderschrank nutzen oder ich kann zum Beispiel mal meine nassen Jacken hier direkt abtropfen lassen, weil ich habe hier unten die große Duschtasse mit dran. Darf ich dich mal feiern, Detlef? Ihr habt eine Sache richtig gemacht, ja. Wie kann man nur so bescheuert sein, ja? Und auf so einem Auto hier bei 5,40 Meter, wenn man so eine große Dusche bauen kann, ja, dann noch ein Waschbecken reinmachen, wenn man das Waschbecken direkt vor der Nase hat, ja. Darf ich das mal zeigen? Also das ist das Waschbecken tatsächlich und da werden jetzt viele mit der Nase rümpfen. Mein Gott, jetzt muss ich, wo ich das Nudelwasser abgieße, mir die Zähne putzen. Wie schlimm. Oh nein! Nein, aber im Prinzip ist das ja die Lösung, die jeder VW-Bus-Camper kennt. Da ist immer ein Waschbecken drin. Uns haben total viele Leute gefragt, warum macht ihr in so ein kleines Auto 2 Waschbecken? Das haben wir uns dann auch gefragt und gesagt, wir lassen das im Badezimmer weg. Ich muss zum Händewaschen nicht jedes Mal durch die Tür hier, sondern das kann ich im Prinzip natürlich auch hier vorne machen. Geht ja viel einfacher, ist besser erreichbar. Und das Edelstahl kannst du reinigen. Genau. Das ist ordentlich. Sag mal, Frage, ist das ein Hubbett hier hinter dir? Das ist jetzt nochmal der richtige Burner. Wir haben also hier hinten nicht die üblichen Klappbetten eingebaut, sondern wir wollten sozusagen ein richtiges Multifunktionsfahrzeug anbieten. Nochmal, du willst mich gerade... Ist da eine Sitzgruppe? Na, das fragen mich alle. Ist es eine Sitzgruppe? Aber das Bett, ganz ehrlich, wir haben es so lang wie möglich gemacht. Irgendwann kommt hier in der Höhe ein Karosserieholm. Da können wir nicht höher. Deshalb fährt das erstmal bis unter diesen Holm hoch. Und der Platz hier unten ist nochmal als zusätzliche Liegefläche eingeplant. Warte, wir gehen mal kurz nach hinten. Da gucken wir uns das mal an. Schauen wir uns mal von außen an. Denn wir sollen die Leute mal reinlassen. Ich zeige euch jetzt mal das Preisangebot. Da steht's. 43.900 € und ich bin 5 Jahre Garantie, könnte ihrer sein. Ihr wollt es ja richtig wissen hier auf der Messe und das ist das Bett. 43.900 € mit Hubbett, haben Sie gesehen? Ja. Dieselheizung, mit Druckwasserpumpe, mit Schloss oben drin, mit Ablage ohne Ende. Ist das ein gutes Angebot? Ich denke schon, ein sehr gutes Angebot ist. Ja. Ja, schlagen Sie zu. Nein, wir haben schon woanders zugeschlagen, danke. Schade, danke. So, und guck mal hier, wie viel Platz hier ist, Jan. Und man kann jetzt hier aus dem Bett machen. Ganz genau. Die Leute denken immer, es wäre eine Sitzgruppe. Könnte man ja meinen, wegen der Polster. Ja, das sieht so aus. Ja, das sieht wirklich so aus. Aber gedacht ist es dafür, falls der Mann jetzt mit seinem besten Kumpel losfährt, die Frau mit ihrer liebsten Freundin. Man will vielleicht nicht unbedingt abends gemeinsam kuscheln, aber man hat hier die Möglichkeit, eben noch eine zweite Liegefläche einzurichten, sodass man getrennt oben und unten schlafen kann, nach dem Prinzip einer Jugendherberge, wo jeder seine eigene Liegefläche hat. Also obendrauf das Bettmaß, was haben wir hier? Bettenmaß ist 1,30 Meter an der breitesten Stelle und natürlich die 1,94 wie bei jedem anderen Querschläfer auch. In der Broschüre steht 1,86, aber da bezieht sich das Maß nur auf die Matratzenmessen. Und du kannst das Bett hier, ich sehe das schon, das hier ist diese Zwischenplatte, die ist gleichzeitig ein Trenner. So, und die lege ich hier einfach auf, mache das Polster drauf und fertig. Genau, wir haben ein kleines Paketangebot, da kann der Kunde zum Beispiel einen kompletten Campingtisch mit diversen anderen Teilen mitbestellen. Und diese Tischplatte des Campingtischs, die hat 3 Funktionen. In erster Linie natürlich Tisch für draußen. Zweitens kann das eine Schottwand werden, die schiebe ich da oben einfach ein und erreiche so dadurch eine Abtrennung zwischen Stauraum und Wohnbereich. Zum Dritten kann ich das auch einfach als Auflage hier zwischen diesen beiden Boxen nutzen, weil dann habe ich hier die stabile Unterlage, die ich für das Zusatzbett brauche. Frischwasservolumen? Frischwasservolumen, ich zeige dir das direkt. Da baust du doch nicht mehr selber aus hier, ganz ehrlich. Ja, habt ihr den auch gedämmt eigentlich an den Seitenwänden und alles? So, schauen wir kurz rein. Hier ist die Dämmung, die sehe ich schon auf dem Radkasten. Das ist die Armaflex
Isolierung, die ist im gesamten Fahrzeug verbaut, hinter den Möbeln. Hier haben wir den 70 Liter Frischwassertank, hier vorne die Druckwasseranlage. So, und on top kriegt der Kunde hier, der das Fahrzeug mitnimmt, Außendusche. sogar noch einen Außenduschanschluss. Ja, mit der dazugehörigen Armatur. All das ist bei diesem Preis im Fahrzeug bereits vorhanden. So crazy. So, also Hubbett mit drin, zwei getrennte Schlafmöglichkeiten. Ich bin beeindruckt, Detlef. Dann siehst du auch noch hier, ihr habt ordentliche Fenster eingebaut. Das kommt auch noch mit hinzu. Schau mal gerade. Raum drin in der Box, oder? Stopp. Warte, ja, bitte. Wir sind noch gar nicht fertig. Du brauchst ja dann auch, wenn du gern autark stehen willst. Wir haben das Fahrzeug so konzipiert, dass man hier wirklich sehr frei unterwegs sein kann. Du siehst, hier ist ein Staukasten für die normale Bordbatterie vorgesehen. Dieser Kasten ist aber so groß, dass ich beliebig viele Bordbatterien reinstellen kann. 3 Stück würden reinpassen. Ich kann aber auch als Backup einfach so eine tragbare Powerbank-Lösung mitnehmen. Die gibt es hier von EcoFlow, Jackery und so weiter, sodass ich dann gleich über einen integrierten Wechselrichter auch 230 Volt Strom noch habe. Auch die würde hier mit reinpassen. Die werden ja mittlerweile hinterhergeschmissen. Also habe ich gesehen, 2000 Wattstunden für 700 Euro. Dafür kann man es nicht richtig machen. Sag mal, ist das Ladegerät dabei? Ist da eine Ladung während der Fahrt möglich für die Aufbaubatterie? Ja, natürlich. Das ist alles vorne unterm Fahrersitz verbaut. Da habe ich einen kompletten Sicherungskasten, das Ladegerät für die Bordbatterien, die Verkabelung, das ist alles drin. Welche Batterie der Kunde letztendlich hier einbauen will, ob das eine AGM, eine Gel-Batterie, eine Lithium-Batterie wird, das kann man dann im konkreten Verkaufsgespräch entscheiden. Detlef, komm mal mit. 43.900 Euro, das ist ein Preis. Die meisten Leute, die davor stehen, denken, es wäre ein Lockvogelangebot. Das stimmt gar nicht. Nee, das ist wirklich real. Der Wagen, der hier steht, wird auf der Messe für den Preis verkauft. Optional kann man sich entscheiden, ob man diese Office-Lösung möchte mit dem großen Arbeitstisch. Wir bieten alternativ noch eine Outdoor-taugliche Lösung an, die ist in dem anderen Wagen drin. Eine Outdoor-taugliche Lösung, das gucken wir uns gleich mal an. Das Ganze 5 Jahre Garantie. Die Autos stehen hier. Und die Freiheit, modular und funktionell, all ready, all day. Und Jan, stell dich mal kurz daneben für das Startfoto. Ich fasse es nicht. Warum waren wir nicht am ersten Tag hier? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe eigentlich schon auf dich gewartet. Ja, jetzt bin ich da. Tschüss, Detlef. Pass auf, lass uns noch ein paar andere Sachen angucken. Was denn? Hier über das Auto hier, über das gleiche Auto. Ja. So, das ist ein richtig schöner Stealth-Camper, sage ich immer. Der ist nämlich super unauffällig. Schau dir mal die Seitenwand an. Also das ist die Seite, die andere sehen, wenn ich am Rand fahre, richtig? Kein Fenster. Genau, du kannst im Prinzip auf jedem x-beliebigen Parkplatz übernachten. Der Wagen hier sieht eigentlich im Grunde genommen aus wie ein Lieferwagen. Es ist kein Fenster verbaut. Bitte mal Arme mal ausbreiten, dass wir den mal... So, das könnte das Startfoto werden und... Ja, das ist gut. Stimmt, ja. Jetzt wo du es sagst. Ja, wir können auch, ja, so hast du im Prinzip den Eindruck, als wäre es ein ganz normaler Transporter. Wenn du den Wagen so geschickt einparkst, dass er von außen mit der Seite sichtbar ist, dann denken alle, da wird einfach nur ein Fahrzeug geparkt. Dass du da drin übernachtest, das sieht man vielleicht als Kenner, vielleicht bei den Toilettenklappen hier. Ja, aber das kann man ja auch noch folieren. Ja. Das könntest du auch noch folieren. Aber auch da lohnt sich mal ein kritischer Blick. Das lese ich ja immer in den ganzen Testberichten, dass das irgendwie dann mit offenen Möbelschnittkanten oder offenen Kabellagen wäre. Wir schauen mal rein. Ich nehme sogar mal die Box raus. Jetzt guck mal kritisch hin. Alles sauber abgedichtet, alle Fugen direkt zugemacht. Ja, das ist ein richtig gut gemachter Toilettenschacht, wo es nichts zu bemängeln gibt. Gut, und das wird auch bei der Serie so sein. Genauso sieht es in der Serie aus. Schön ist, hier vorne bleibt sogar noch ein bisschen Platz. Da kannst du gleich dein CEE-Anschlusskabel reinpacken, deine Arbeitshandschuhe, WC-Chemie. All das hat hier bereits vor der Toilettenkassette noch genug Platz. Weißt du, sie haben eigentlich alle Einwände vorweggenommen. Es ist ein Original Fiat, es ist eine große Dusche dabei. Ich bin so stolz auf dich, Detlef. Ist es auf deinem Mist gewachsen? Es hat ein Kollege entwickelt.
Sehr schön. Komm mit, jetzt müssen wir aber Schluss machen. Wir wollen noch ein bisschen was zeigen bei euch. Ben, das Wichtigste hast du noch gar nicht gesagt. Was habe ich denn? Was denn noch? Der hat ein elektrisch verstellbares Hubpad serienmäßig dran. Ein elektrisch verstellbares Hubpad serienmäßig. Das für den Preis. Und das für den Preis. So, schau mal Du hier. sollst ja deine teuren Bikes auch noch mit reinbringen. So, du musst mal kurz links neben mich kommen, bitte. Die Jan stellt sich mal kurz daneben. Da ist er, der V541HBY. Danke fürs Einschalten. Und ganz wichtig, wir probieren ein neues Feature von YouTube. Abonniert German Television. Abonniert German Television. Jetzt sollte der Abo-Knopf regenbogenfarbig blinken. Da müsst ihr draufdrücken, bitte. Drückt bitte drauf und Und liked natürlich dieses Video. abonniert German Television und liked dieses Video. Dankeschön. Tschüss.